An beiden Seiten der Lieferkette entstehen heftige Probleme. Wenn wir jetzt auf die Menschen schauen, dann sind vermutlich die allergrößten Probleme handfeste Gewalt, Mordandrohungen, Brandrodungen und so etwas sind in Brasilien noch immer an der Tagesordnung. Das heißt nicht, dass jeder Sojabauer immer gleich ein Krimineller ist. Aber Brasilien ist ein gigantisches Land, gehört mit zu den größten Agrarexporteuren auf der Welt, sind also so ein bisschen die Kornkammer der Welt. Dort wird ja nicht nur Soja angebaut, sondern viele andere Dinge auch. Die haben einfach sehr, sehr viel Platz und deswegen hat sich die Agrarindustrie dort mit westlicher Hilfe breit gemacht. Dort sind also amerikanische Unternehmen unterwegs, europäische Unternehmen, die den Landwirten dort die Futtermittel abkaufen. Und ja, traditionelle Gemeinschaften, indigene Gemeinschaften werden vertrieben, teilweise mit Gewalt, teilweise mit Korruption, mit Geldzahlungen. Da reicht das Spektrum also, ist ein sehr, sehr breites. Teilweise ist Entwaldung in Brasilien auch noch legal tatsächlich. Also der brasilianische Staat erlaubt auch noch unter gewissen Umständen die Rodung und die Zerstörung von Wäldern und anderen Ökosystemen für den landwirtschaftlichen Anbau. Also diesen Menschen geht es sehr, sehr schlecht, aber ähm, wir in Europa, uns geht es zwar offensichtlich gut, aber wir haben Nitrat im Grundwasser, woraus unser Trinkwasser erzeugt wird. Wir haben eine heftige Stickstoffbelastung in der Luft. Wir zahlen auch für diese Umweltzerstörung, nämlich wir zahlen Steuergelder. Die Kollegen vom NABU haben das einmal ausgerechnet. Wir zahlen ja für die Agrarsubvention, zahlt jeder Bürger umgerechnet circa 150 Euro im Jahr dafür, dass also nicht nachhaltige Landwirtschaft entstehen kann oder betrieben werden kann. Und für die Folgen dieser nicht nachhaltigen Landwirtschaft zahlen wir auch nochmal. Also für die Agrarumweltmaßnahmen, für Naturschutzprogramme und so weiter und so fort. Also um den kargen Rest unserer Natur noch irgendwie zu schützen, zahlen wir ja auch nochmal Steuern. Das heißt also, wir zahlen einmal dafür, dass Schäden entstehen und einmal, um diese Schäden auszugleichen. Die Erträge der gesamten Tierproduktionskette sind in der Tat groß, aber wer jetzt glaubt, unseren und heimischen Landwirten würde es wirtschaftlich super gut gehen, der irrt, denn das ganze System ist wirklich ein also in höchstem Maße überarbeitungswürdig, denn die Bauernproteste bei uns in Europa haben gezeigt, dass es vielen, vielen Landwirten und den Familien überhaupt nicht gut geht, obwohl sie eine industrielle Tierproduktion haben, obwohl sie 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Schweine haben oder Zehntausende, Zwanzigtausende Puten, Hennen und so weiter in den Ställen haben. Also dort bleibt oft kaum etwas übrig. Warum? Weil die Lebensmittelpreise sehr, sehr niedrig sind. Bei uns in Deutschland sind sie im europäischen Vergleich besonders niedrig, weil die großen Supermarktketten die Erzeugerinnen und Erzeuger mit heftigen Verträgen sozusagen knebeln und dort eine Abhängigkeit entstanden ist. Ein Landwirt mit 5.000 Schweinen kann ja sein Produkt nicht auf dem Wochenmarkt verkaufen oder an den Bioladen oder so etwas, sondern es gibt eine Abhängigkeit, die mit Absicht entstanden ist, so dass die großen Lebensmittelkonzerne und die großen Supermarktketten die Erzeugerinnen und Erzeuger völlig in der Hand haben und die Preise diktieren können. Und deswegen auch die Antwort auf deine Frage. Die Spitzen dieser Lebensmittelkonzerne und dieser Ernährungsindustrie, das sind die, wo der Reichtum landet. Und wenn man sich mal die Liste der reichsten Menschen anschaut, da sind die Inhaber der großen Supermarktketten, die mit den 4 Buchstaben, da gibt es ja 2 große davon. Ach nee, es gibt sogar 3 große davon. Und also die Inhaber dieser Supermarktketten, die sind ganz oben auf der Liste der reichsten Deutschen.